Hey, what's up? Hey guys, What's up? Howdy! Chippa. Juha! Iha! Hallo! Guten Tag! Freut mich, Sie kennenzulernen. Hey, what's up? Hey guys, what's up? Wir haben heute ein neues YouTube-Video für euch vorbereitet und zwar diesmal auf Deutsch. Heute haben wir für euch koreanische Wörter vorbereitet, die wir persönlich lustig finden. Wir sind auf die Idee gekommen, weil wir drei haben alle angefangen Koreanisch zu lernen. Manche Wörter sind halt echt funny, weil wir die so im Deutschen nicht kennen und weil die Koreaner sehr oft sehr bildlich Dinge benennen. Auch wenn wir uns jetzt ein bisschen drüber lustig machen, das soll kein Hate an die koreanische Sprache sein. Wenn wir die Sprache nicht mögen würden, dann würden wir sie ja nicht lernen. Nur während man eine neue Sprache lernt, da fallen einem halt lustige Sachen auf, die vielleicht ein Muttersprachler nicht bemerken würde. Ja, wir haben eine persönliche Auswahl getroffen an Wörtern, die wir eigentlich immer noch total feiern und lustig finden. Und naja, auf jeden Fall, wir hoffen, dass ihr viel Spaß dabei habt. Und los geht's! Los geht's! Wir können zwar über koreanische Sprache lachen, aber Deutsch ist eigentlich viel lustiger, wie ihr merkt. Das ist so komisch, auf Deutsch zu reden. So Leute, unser erstes Wort wäre das Wort Mulgogi. Mulgogi bedeutet Fisch. Das Lustige an diesem Wort ist, dass Mul heißt Wasser und Gogi heißt Fleisch. Ach nee. Schön wär's gewesen. Aber zusammen Wasserfleisch ergibt bei den Koreanern halt Fisch. Das heißt, sie nennen einfach den kleinen Nemo Wasserfleisch. Dann läuft so ein Koreaner dahin. Mulgogi. Fleisch im Wasser. Wasserfleisch. Also dieser Denkprozess ist sehr banal. Das Ding ist, dass Koreaner zwei Wörter für Fisch benutzen. Einmal für den Fisch, den man im Wasser sieht, der lebendige Fisch, und einmal quasi Mahlzeit. Logischerweise würde man jetzt denken, dass sie das Wort Mulgogi für den Fisch benutzen, den man isst, also der quasi auf dem Teller ist, der tote Fisch. Aber Mulgogi ist der Fisch, der lebendig im Wasser lebt. Sengson ist halt der Fisch, den man verzehrt. Hört sich cute an. Ja, hört sich cute an. Aber dann tatsächlich. ist es Wasserfleisch. Also auf Deutsch hört sich das dann nicht mehr so gut. nicht mehr so cute. Oh, guck mal, da ist ein Wasserfleisch. Das ist ja auch ein Lebewesen. Man soll sich natürlich respektieren, die Menschen gegenseitig und die Tiere. Und das heißt einfach Das Wasserfleisch. wird so reduziert. Das ist zum Essen. Das ist kein Lebewesen. Das war genug Mulgogi hier. Genug Seafood. Und das nächste Wort, was wir vorbereitet haben, heißt Mulge und das heißt Seehund. Im Deutschen ist das relativ ähnlich, aber die Koreaner, die setzen das so zusammen. Einmal wieder Mul für Wasser und Ke für Hund. Ja, das ist also der Wasserhund. Und auf Deutsch heißt Seehund. See sagen wir auch zum Meer, so die weite See. Hund ist bei uns auch, also ist im Koreanischen Ke. Also bei uns sehr ähnlich tatsächlich. Wir haben aber auch Seelöwe. Keine Ahnung, wo der Unterschied da ist. Muss ich jetzt gucken. Ey, ich frage mich jetzt aber gerade auch, wo ist denn der Unterschied? Ist der Seelöwe so der Babbo unter den Seehunden? Es gibt auch Seebären. Das ist ja Mufasa. Das ist Es ja... gibt auch Seeelefanten. Was? Das sind, glaube ich, alles Robben, oder? Ja. Und dann immer in Ja, das war ganz mal Drobe. Ach du Scheiße. Dann ist das immer in verschiedenen Kategorien wahrscheinlich. Ey, aber Robbe und Seehund ist doch dasselbe. Warum haben wir uns zwei Wörter? Auf Deutsch sagen wir auch Robbe. Wir haben daran die ganze Zeit nicht gedacht, weil es gibt bei uns echt ein paar Synonyme. Hundsrobben, Ohrenrobben, Walrosse. Es gibt auch eine Kegelrobbe. Die rollt dann so ins Meer. Das nächste Wort wäre dann Ollungmal. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das heißt einfach Zebra. Wenn man das Wort dann auseinandersetzt, dann bedeutet Ollung Flecken und Mal Pferd. Also ist es das Fleckenpferd. Man muss sich einfach vorstellen, da geht ein Koreaner mal auf Safari in Afrika, der sieht so etwas Pferdähnliches und denkt sich so, das hat ja Flecken. Und dann, Es sieht aus wie ein Pferd und Aber es hat das- Flecken. Aber das Lustige ist, Flecken, Zebras haben ja nicht als Flecken, sondern Streifen. Aber ja. Aber ich glaube, man kann das auf ein Muster übersetzen. Also Flecken, Muster. Was ist das denn? Das sieht ja aus wie ein Pferd, aber irgendwie hat es ein Muster. Es ist das Muster Fleckenpferd. Koreanischer Duden. Eintrag ist da. Vorhin, als ich Fleckenpferd gehört habe, dachte ich, das wäre eine Kuh.
Ja. Daran muss ich auch denken, wegen den Flecken. Ja, wegen den Flächen. Beim nächsten Wort, da Brodeln die Gefühle. Ja. Da wird die Feministin in einem geweckt. Das Wort ist Chipsalam. Und Chipsalam nennt man quasi sowas ähnliches wie die Hausfrau bei uns. Nur, dass der Unterschied ist halt, Chip heißt Haus, Salam heißt Mensch, es ist der Hausmensch. Wo man jetzt erstmal denken würde, okay, wir benutzen ja auch das Wort Hausfrau, bla bla bla. Dann benutzt man das Wort eher dafür, wenn eine Frau zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert und um den Haushalt. Dann sagt man halt, sie ist von Beruf Hausfrau, jetzt als Beispiel. Bei den Koreanern ist das so, dass dann der Mann seine Frau auch mal Chipsalam nennt, also Hausmensch. Quasi, wenn er unter Freunden ist und sagt, ja, mein Hausmensch, der ist gerade zu Hause oder das ist mein Hausmensch. Und das finde ich halt irgendwie respektlos der Frau gegenüber. Ich weiß, es gibt immer kulturelle Unterschiede und wahrscheinlich nehmen die Koreaner das nicht so wahr, wie wir jetzt als Ausländer. Aber das ist halt echt schon Disrespect. Ja. Wenn man nicht sagt, das ist meine Ehefrau oder das ist die Lina. Das ist mein Schatz. Man sagt dann so, das ist mein Hausmensch. Ja, und ich hatte das auch mal Freunden erzählt, die kein Koreanisch sprechen oder kennen. Ich habe ihnen gesagt, es gibt ein Wort im Koreanischen, das heißt Hausmensch. Was denkst du, bedeutet das? Und die so, Sklave. Daran würde man denken, also zumindest hier, wenn man aus Deutschland kommt. Dann. Aber das klingt halt echt so, what the fuck. Eileen, was würdest du machen, wenn dein Mann zu dir Hausmensch sagt? Dann ist es vorbei. Ja. Dann sage ich, ja du Haustier. du Chipdongmul. Aber wisst ihr auch, was ein komisches Wort ist? Arbeite. Was versteht man darunter? Also wir Deutschen würden es verstehen unter Genau. Arbeit. Also es ist ein deutsches Wort. Ja. Also haben die Koreaner das aufgegriffen. Aber im Koreanischen heißt es einfach Nebenjob. Als würde unsere Arbeit einfach nur ein Nebenjob sein. Und die Deutschen, die von 8 bis, weiß ich nicht, 16 Uhr arbeiten, hart arbeiten, sich den Arsch abarbeiten. Das bezeichnen die Koreaner als Nebenjob. Und jetzt Abkürzung, vielleicht kennt ihr das heißt dann bei den Albern. Für uns sehr lustig, dass sie ein deutsches Wort in ihrem Wortschatz haben. Und die wollen meine Arbeit als Aushilfsjob bezeichnen. Deutschland ist einfach ein Arbeiterland. Da ist nichts mit nach Feierabend nochmal ein Bier gönnen bis 2 Uhr morgens. Nee. Da wird erstmal nach Hause, geht man, dann guckt man noch ein bisschen die Glotze, ein bisschen TV, Da kommt das Butterbrot auf den Tisch. zum Abendbrot und dann geht's auch schon um 9, halb 10 spätestens ins Bett. Wenn man ganz lustig drauf ist, dann wird es auch mal 23 Uhr. Und dann klingelt der Wecker um 6 Uhr und da wird nicht lang geschnackt, dann wird der ausgemacht, dann wird aufgestanden und dann geht's ab zur Arbeit. Ja, Korea. Ob ihr euer Alber so behandelt, eure Nebenjobstätigkeit, so gewissenhaft wie wir Deutschen unsere Arbeit, das muss man noch mal, das muss der TÜV noch mal überprüfen. Das musst du mal raus als Deutsche. Und vielleicht kennt ihr das, wenn manche Situationen einfach so unangenehm sind. Im Deutschen haben wir das Wort Fremdschämen. Und im Englischen cringe. Und im Koreanischen sagen die Ugelgorida, also Ugelgoryo, heißt, wenn die Tentakel von dem Oktopus sich so einziehen, so wenn die so aufgerundet werden. Also ich glaube, das Gefühl wird eigentlich ganz gut beschrieben durch das Wort. So ein auf... Oh. Leute, 라면 먹고 갈래? was könnte das bedeuten? Was bedeutet das denn literally? Literally heißt das, möchtest du Ramyeon essen? Also Ramyeon, diese Instant-Nudeln. So essen Man und denkt dann, so, danach kannst du gehen halt. Ja. Wo man sich so denkt, Ramyeon, ich bin dabei. Sagen wir, Aber Leute, wenn ihr in Korea seid und da kommt ein koreanischer Junge und fragt ganz nett, dann will der höchstwahrscheinlich nicht wirklich mit euch Ramyeon essen gehen. vielleicht beginnt man mit einem guten alten Ramyeon. Ne? Der gute Junge, der hatte ganz andere Absichten. Im deutschen und englischen Sprachraum wäre das so gleichzusetzen mit Do you wanna Netflix and chill? Das ist halt so ein Standardsatz. So, wenn man den hört, wirklich, ihr könnt eigentlich sofort übersetzen. Das ist ein and chill. Fuckboy. Ja, Das ist ein Fuckboy. das auch. Na, was war jetzt von diesen Wörtern dein Lieblingswort?
Mein Lieblingswort ist Mulgogi. Ey, same. Ich glaube, ich auch. Das hört sich einfach am lustigsten an, wenn man es sich so bildlich vorstellt eigentlich. Und von dem Klang her eigentlich ganz süß. Bulgogi. Und ich glaube, das Wort, was uns allen am wenigsten gefallen hat, ist Alvin sagt es. Katastrophe, das Wort. Katastrophe. Also, das geht gar nicht. So, Leute, das war unser erstes Video auf Deutsch. Schreibt in die Kommentare, welche der Wörter eure Lieblingswörter waren. Oder welche ihr am lustigsten fandet, was ihr komisch findet. Falls ihr selber noch Ideen habt oder Wörter kennt, über die ihr uns informieren könnt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Auf jeden Fall Schluss jetzt. Feierabend, wie das du